Das heißt, dein Blog wird uns noch lange erhalten bleiben. Auf jeden Fall. Er ist echt das Wichtigste in meinem Leben. Lydia und ihr Blog bleiben euch noch lange erhalten. Ja, so ist es. Sei dir nicht so sicher, Lydia. Sei dir ja nicht so sicher. Ja, Gregor, sehr witzig. Ich lache mich gar nicht. Nein. Ich glaube, da verfolgt uns wirklich jemand. Hey! Du? Was machst du hier und warum verfolgst du uns vermummt wie ein Beduine? Ja. Ich leg eben Wert auf einen richtigen Auftritt. Außerdem konnte ich mir nicht verkneifen, euch ein wenig hochzunehmen. Wenn ihr zwei Helden schon so unvorsichtig seid, mit einer Tasche voll Bargeld durch die Gegend zu laufen. Oh. Er hat sich nicht verändert, unser Cousinchen. In all den Jahren nicht immer noch diesen Hang zum Spektakulären, ne? Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Oh, früher hattest du auch immer Angst, dich alleine zu verstecken. Alter Schisser. Da war ich 5. Ja, hat sich ja nicht viel verändert, ne? Sehr witzig. Früher war auch schnell eingeschnappt. Ja. Schluss mit den Geschichten, die eh keinen interessieren. Wie geht's in deiner Familie, hä? Gut. Sie sind nach wie vor in Dänemark. Mama ist immer noch mit dem Hotel beschäftigt. Sven arbeitet. Nice. Und Sonja beendet gerade ihr Studium. Und du? Und ich war fast überall auf der Welt. Vor einem Jahr bin ich dann mit Freunden aufs Land gezogen. Und jetzt bin ich hier. Ja, Ist nicht zu übersehen. Aber sag mal, Jungs, was treibt ihr mit so viel Geld hier mitten in der Pampa? Das ist eine lange Geschichte. Egal. Hab grad nichts Besseres vor. Entschuldigung. Sorry. Zusammenstöße haben ein echtes Händchen, ne? Wenn du willst, dann zahle ich die Reinigung. Quatsch. Ich habe dein Interview gehört. Klasse. Danke. Bitteschön. So, die gehen aufs Haus. Jetzt wird gefeiert. Was denn? Na was wohl? Du hast dich super geschlagen. Echt? Ich habe doch total rumgestottert. Ich war dermaßen nervös. Das ist überhaupt nicht so rübergekommen. Wirklich. Du hast dich angehört wie ein absoluter Vollprofi. Ja. Sebastian war auch hin und weg. Ja, und wenn schon, der soll sich mal weiter mit Olivia amüsieren. Wo ist eigentlich Jens? Jetzt, wo du sagst. Der ist weg, der lief das Interview noch, aber keine Ahnung wohin. Das hätte ich mir denken können, dass der das nicht so prickelnd findet, was ich da von mir gegeben habe. Und? Schon gespannt, was du morgen zum Geburtstag bekommst? Ivo, lass mich lieber überraschen. Sind überhaupt vor, dass ich mit Matthias feiern kann, nach allem, was passiert ist. Der wird morgen bei deinem weltberühmten Krustenbraten zugreifen, wie jedes Jahr. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich daran denke. Schau mal. Hey, hallo. Was macht ihr denn hier? Wir wollen nur ein bisschen einkaufen für morgen. Morgen ist da irgendwas Besonderes. Ob morgen? Nein, einfach nur so. Ich meine, essen muss man ja trotzdem. Ich habe gedacht, mir ist da irgendwas entgangen. Weil Arno und ich, wir müssen ja morgen nach Stuttgart zur Baumesse. Ja. Die Baumesse? Ihr könnt doch morgen nicht. Warum nicht? Natürlich könnt ihr. Ich meine, die Baumesse ist bestimmt wichtig fürs Geschäft. Es wird Zeit, dass du das auch mal begreifst. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen dich gleich mit. Mich? Ja, morgen, ja. Auf gar keinen Fall. Und ob? Warum denn? Es wird Zeit, dass du lernst, Prioritäten zu setzen. Was ist denn so lustig? Du bist lustig. Ich? Wieso ich? Weil du uns tatsächlich abnimmst, dass wir keine Prioritäten setzen. Natürlich feiern wir morgen deinen Geburtstag mit unserem traditionellen Familienabendessen. Ihr Schlitzohren! Weißt du noch, wie ich deinen Modellhubschrauber abgeschossen habe? Ja.
Der bis dato grausamste Tag meines Lebens. Was? Du warst das? Mit einer Zwille. Zack, ein Volltreffer. Und du lebst noch? Weil wir rechtzeitig nach Dänemark ausgewandert sind. Aber wenn ich jetzt überlege, dass du das Teil da kaufen willst? Ja, wenn ich nicht wüsste, wie scharf er auf das Ding ist, dann würde ich ihn auch für komplett verrückt halten. Das Ding ist der absolute Schrotthaufen. Ich krieg sie wieder flott. Mehr als eine Zwille werde ich dafür auch nicht brauchen. Ja, und dann schieße ich dich bis nach Grönland, Fräulein. Du hast recht, der spinnt komplett. Das habe ich gehört. Das war ja auch Sinn der Sache. Wie lange willst du eigentlich bleiben? 3 Tage, 3 Jahre. Mal sehen. So genau wollten wir das gar nicht wissen. Ich habe mich hier in einem Krankenhaus beworben. Als Krankenschwester? Als Ärztin? Weder noch. Hallo! Ich hoffe, ich störe nicht. Herr Langstedt. Nein, im Gegenteil. Zu Ihnen wollte ich ja. Auf meine Radiobraut. Sag bloß, das Interview hat dir gefallen. Absolut, das hast du super hinbekommen. Judith und Miriam meinten, du seist abgerauscht mitten in der Sendung. Da unten war es mir einfach zu laut. Dann haben die ganze Zeit reingequatscht. Ich wollte nur in Ruhe hören, was du sagst. Dann warst du also nicht sauer? Warum sollte ich sauer sein? Du warst großartig. Ja, und das, was ich über den Blog gesagt habe, damit hast du auch kein Problem mehr. Nochmal. Das war rundum ein gelungenes Interview. Ja, letzte Woche hat sich das aber alles noch ganz anders angehört. Da habe ich gedacht, dass du vielleicht sauer bist. Hey, auch wenn ich nicht immer begeistert war von deinem Blog, finde ich die Frau, die dahinter steht, fantastisch. Ihre Professionalität, die Art, wie sie sich dafür einsetzt. Und jetzt würde ich gerne mit dieser faszinierenden Frau anstoßen. Cheers. Was macht ihr da eigentlich? Matthias räumt die Sachen in den Keller, die ich im Baumarkt gekauft habe. David hilft ihm dabei. Es hat sich angehört, als ob ihr das Haus zerlegt. Oh, sieht ja richtig nach Arbeit aus. So, am besten wir fangen mit der Torte an und danach machen wir uns ans Gemüse. Mehl, Eier, Schokolade. Sag, was hältst du davon, wenn wir dieses Jahr mit der Tradition brechen und essen gehen? Also meinetwegen musst du dir keine Umstände machen. Für mich tut's auch ein Würstchen. Es muss ja nicht nur ein Würstchen sein. Ich könnte dich morgen ganz groß ausführen. Hm? Wir kochen hier, wie jedes Jahr. €80.000. Haben Sie jetzt eine Ahnung davon, was mir Ihre Bella bedeutet? Das ist eine Menge Geld für einen flugunfähigen Helikopter. Aber er kann wieder fliegen. Sie müssen nur das Geld nehmen und mir den Heli überlassen. Hätte nicht gedacht, dass mir das mal passiert. Aber ehrlich gesagt, was soll ich mit dem Geld? Ich habe keine Verwendung dafür. Sieht nicht gut aus. Ja, er ist halt genauso stur wie Sie Gregor. könnten Ne? sich eine schöne Zeit machen. Sie könnten zum Beispiel Ihren Lebensabend genießen. Den genieße ich schon seit Jahren. Und das viele Geld, das würde mich viel zu sehr aufregen. Aber Geld kann ja auch sowas Beruhigendes haben, oder? Ich meine, mit 80.000 €, da haben Sie keine Sorgen mehr. Wissen Sie, die Wahrheit ist, dieser Helikopter ist für mich unbezahlbar. Mit keinem Geld der Welt. Ich kann mich nicht von meiner Bella trennen. Nicht nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Aber Herr Langenstedt, Ich weiß, was Sie meinen. Manche Dinge sind nicht verkäuflich, weil sie Erinnerungen wachhalten. Und wer vergisst schon gerne? Schön gesagt. Tja, dann tut mir leid, Herr Mann. schönen Dank auch.
brauchst du noch lange. Ich warte noch auf einen Anruf aus New York. Was liest denn du da Spannendes? Lydias Blog. Die Resonanz ist riesig. Sie hat so viele Fans im Netz. Ich habe zufällig ihr Interview im Autoradio gehört. Sehr souverän. Das hat mir gefallen, was sie erzählt hat. Wenn es so weitergeht, kommt sie ganz groß raus. Sie hat sogar schon einen Werbepartner. Gut. Und schön, dass du dich für sie freust. Ich gönn's ihr. Sie macht was Gutes. Es gibt so viele Leute, die nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen Gefühlschaos. Wo hat sie das nur gelernt? Was? Ja, von Situationen und Gefühlen so zu schreiben, dass sich jeder darin wieder selbst erkennt. Sie findet immer genau die richtigen Worte. Tja, es gibt Menschen, die haben ein Talent dafür und die werden dafür bewundert. Und sogar geliebt. Noch alles dran? Ja, alles in Ordnung. Keine Panik, ich gehe nur schnell ins Bad und hole mir ein Pflaster. Mein Gott, ich habe völlig vergessen, wie viel Wirbel Katja jedes Mal um ihren Geburtstag macht. Jedes Jahr düst sie durch die Küche wie ein Tornado. Aber heute toppt sie echt alles. Du meinst, dieses Jahr ist es noch schlimmer als sonst? Definitiv. Ist doch verständlich. Es war ein hartes Jahr für Katja. Fabian ist nach Australien und Lydia will von ihr nichts wissen. Das setzt ihr zu. Wahrscheinlich hast du recht. Und? Was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Wir sorgen dafür, dass Katja den schönsten Geburtstag ihres Lebens feiert. Und zwar haargenauso, wie sie sich ihn wünscht. Verdient hast du ihn nicht. Mit deiner Aktion vorhin bei Hubertus hast du mir voll die Tour versaut. Die hast du dir selbst versaut. Wie kann man nur so einfallslos sein und einem Mann wie ihm mit Geld kommen? Danke, Stella. Jetzt bin ich auch klüger. Kriege ich jetzt den Schlüssel oder muss ich mir woanders ein Zimmer nehmen? Also, ich find's schön, dass du da bist. Und wo die Sache mit dem Helikopter jetzt endlich gegessen ist, kannst du uns erst mal erzählen, was du in den letzten 10 Jahren so gemacht hast. Nichts Besonderes. Studiert Ökotrophologie. Öko und was? dann Ach, weißt du noch, unsere Stella früher mit ihren Aufklebern? Erst wenn der letzte Baum gerodet ist, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Peace, Leute. Ja. Siehst du denn jetzt wenigstens die Beine oder ist das immer noch gegen deine Überzeugung? Klärst du ihn auf oder soll ich? Ja, das Öko in Ökotrophologie steht nicht für Umweltschutz. Aha, sondern? Ökotrophologie, zu Deutsch. Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Ja. Woher soll ich das denn wissen? Ja, woher? Ich habe mich spezialisiert auf Hauswirtschafts- und Personalmanagement. Und bis vor einem Jahr habe ich in verschiedenen Top-Hotels gearbeitet. Aha. Und warum bewirbst du dich dann jetzt im Krankenhaus? Aus meinem letzten Job bin ich rausgeflogen. Ach, warum das denn? Weil mein Boss ein blöder, ungerechter Großkotz war. Und ich ihn vor der gesamten Belegschaft dezent darauf hingewiesen habe. Diplomatie war eben noch nie deine Stärke. Wärst du diplomatischer gewesen, hätte ich jetzt meinen Hubschrauber. Aber gut. Danke, dass du mich hergefahren hast. Ich bin selbst gespannt, was der Radio Heini von dir will. Da ist sie ja, unser neuer Stern am Radiohimmel. Das Interview hat eingeschlagen wie eine Bombe. Unsere Telefone sind heiß gelaufen. Die Resonanz war überwältigend. Nur wegen der paar Minuten? Und das war erst der Anfang. Was würdest du davon halten, eine eigene Sendung zu machen? Love Burns on Air. Du hast im Blog eine irre Resonanz. Und die hat auch gezogen für das Interview. Die Leute wollen dich hören. Das sagst du ja jetzt nur so. Wir wären dumm, wenn wir es nicht zumindest mit dir probieren würden. Hoch soll sie leben, dreimal
Nicht so stürmisch. Erst mal die Kerzen ausblasen. Wie viele sind's denn? Ja, deinem Alter entsprechend. 18? Wie jedes Jahr. Und jetzt? Jetzt? Jetzt feiern wir deine Volljährigkeit. Über alles Weitere werden wir uns schon einig. Ich melde mich bei Ihnen, Frau Brandt. Und? Wie ist es gelaufen? Ganz gut. Herr Fliege muss nur noch die Etats-Höhe abklären und dann kann er mir sagen, ab wann er Werbung auf der Seite schalten wird. Ich finde es bewundernswert, was Sie da gerade auf die Beine stellen. Nee, ich glaube das selbst alles noch nicht so ganz. Naja, manchmal trifft es eben auch den Richtigen. Hi, Lydia. Hallo. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Du wirst da bestimmt die besseren Worte für finden. Aber was du da in deinem Blog so schreibst, alle Achtung. Danke. Ja. Und was ich noch sagen wollte, falls du einen juristischen Rat brauchst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Wie kommst du denn darauf? Naja, wenn im Netz Werbung geschaltet wird, dann müssen Verträge aufgesetzt werden. Medienrecht ist ziemlich kompliziert. Ich komme schon zurecht. Okay, nein, falls nicht, du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Guten Morgen. Was willst du hier? Frühstück. Ich krieg nichts runter um die Uhrzeit. Na, dann trink erst mal einen Kaffee. Den trinke ich auch am liebsten alleine. Bunkerst du das Geld in deiner Wohnung? Wenn man Menschen erreichen will, dann muss man offen zu ihnen sein. Hey, was habe ich getan, dass du mich um die Uhrzeit heimsuchst, ha? Christian hat mir erzählt, was so alles passiert ist in den letzten Jahren. Das ist ja fantastisch. Hat das irgendwas mit Langenstedt und seinem Heli zu tun? Wenn dir wirklich was an dem Helikopter liegt, dann sag ihm endlich, warum. Das habe ich schon 1000-mal gemacht. Du hast ihm alles Mögliche erzählt, aber nicht die Wahrheit. Noch jemand ohne Fasch. Herr Langenstedt. Morgen? Kommen Sie rein. So, nun mal raus mit der Sprache. Warum wollen Sie unbedingt meine Bella? Und, hast du es dir überlegt? Wenn du willst, übernehme ich all deine Schichten bis zum Ende des Jahres. Nur weil ich ein Interview gegeben habe und ein Werbekunde Interesse bekundet hat, heißt das noch lange nicht, dass ich die Beine hochlegen kann. Und wir dachten schon, du machst die fette Kohle. Ja, das kann ja noch werden. In der Mensa war dein Blog jedenfalls das Thema. Doch, 2 Jungs aus meinem Baustoffkunde-Seminar waren total begeistert. Ich mach 2,20. Die Typen laufen sonst mit Sprüchen auf ihrem T-Shirt rum wie: Wenn du zum Weibe gehst, dann vergiss die Peitsche nicht und so ein Stuss. Aber bei Love Burns, da kriegen die feuchte Augen. Naja, eine eigene Sendung, Radiomoderatorin. Schon nicht schlecht. Siehst du? Ich muss. Also, wenn du so richtig abgehst. Überlasse ich dir meine ganzen Schichten, versprochen. Unsinn, da musst du doch erst recht hier kellnern. Was glaubst du, wie der Laden dann brummt? Und dann haben wir alle was davon. Ich wollte eigentlich schon als kleiner Wurm fliegen können. Hab mir dann im Kindergarten Flügel aus Pappe gebaut. Bin dann vom Klettergerüst gesprungen und, naja, immer auf der Nase gelandet. Aber irgendwann konnte ich mir meinen Lebenstraum erfüllen und hab tatsächlich fliegen gelernt. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man in der Luft schwebt und das Rotorgeräusch über einem dröhnt. Tja. Das ist das pure, das wahre Glück. Amen. Das muss wahre Liebe sein. Bella soll Ihnen gehören. Machen Sie Witze? Ihre Geschichte hat mich überzeugt. Ich habe meiner Frau damals über den Wolken in der Bella den Heiratsantrag gemacht. Sie war meine einzige große Liebe. Wir sind fast, möchte ich sagen, glücklich schwebend durchs Leben gegangen.
bis sie vor einigen Jahren an Krebs gestorben ist. Jetzt kann ich verstehen, warum Sie so sehr an Ihrer Belle hängen. Ja, das will ich hoffen. Aber Sie sollten nun endlich Ja sagen, bevor ich es mir noch mal anders überlege. Gregor, aufwachen. Ja. Naja, ja. Ja? Ja! Ja! Hier, dann... Ja, was soll ich damit? Von Verkaufen war nicht die Rede. Der Helikopter passt zu Ihnen, das ist mir jetzt klar geworden. Ja, aber Sie müssen doch das Geld nehmen. Ja, doch, ich nehme es auch. Um es zu spenden an eine Stiftung für Krebskranke. Sie wissen doch, Erinnerungen kann man nicht kaufen. Man kann sie nur verschenken. Hoch soll sie leben, dreimal hoch. Das dritte Ständchen, das meine Familie mir heute vorsingt. Aber auf das nächste musst du bis heute Abend warten. Wir müssen los. Wir sehen uns zum Essen. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Und Carpe Diem, Baby. Ja, ich muss auch mal schauen, was mein Personal so treibt. Matthias trägt dich auf Händen. Er ist so gut zu mir. Und heute Abend gibt's nach alter Tradition unser Familiendinner. Sehr schön. Oh, weißt du, wer mich mitten in der Nacht angerufen hat? Nein. Fabian. Oh Gott, hat er die Zeitverschiebung vergessen? Das hat ihm total leid getan. Bei ihm war es schon 8 Uhr morgens. Deine Kinder. Meine Kinder. Es ist meine Schuld, dass Lydia sich nicht bei mir meldet. Nach dem, was ich ihr angetan habe, kann ich verstehen, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Hey Lydia! Mein Boss ist einverstanden. Spätestens im neuen Jahr gehst du auf Sendung. Wie geil. Lydia Brandner, Ja? ich habe ein Einschreiben für Sie. Ich muss nur noch quittieren. Danke. Schön. Fanpost? Nee, von der Rechtsanwaltskanzlei. Und was wollen die? Der Name Love Burns ist nicht geschützt. Und dann lässt du ihn eben noch schützen. Er wird schon benutzt. Von einer anderen Firma. Ich darf ihn nicht mehr verwenden. Sind die denn wahnsinnig? So viel Schadensersatz.